Sexualität, heißes Thema, spannendes Thema. Wir haben alle damit zu tun. Was ist jetzt wichtig, um diese Energie zu nutzen? Was ist wichtig? Sexuelle Energie oder Ja. ja. Die sexuelle Energie muss erst geheilt werden, bevor sie genutzt werden kann. Ansonsten wird sie missbraucht. Einer der Punkte, die ich immer wieder so antrigger, ist, sich zu fragen, ist Sexualität, wie sie hier auf der Erde gelebt wird, für dich normal oder fühlst du eine gewisse Dysresonanz? Oder sag ich mal, in dir dieses Gefühl, es geht auch anders oder Sexualität ist eigentlich etwas anders, als sie hier gelebt wird oder vielleicht in dem Mainstream gezeigt wird. Ist Liebe vielleicht auch etwas anderes, als eigentlich gelebt wird auf dieser Erde? Es geht also erstmal um das Decoding rund um das Thema Sexualität, Partnerschaft und Liebe. Und diese ganzen Hypnosecodes, was Sexualität definiert und wie Sexualität gelebt wird und dann selber in sich ehrlich sein, wie lebst du Sexualität? Warum lebst du sie so, wie du sie lebst? Hast du hier eine Agenda? Manipulierst du über Sex? Oder manipulierst du über Sexualität deinen Partner? Oder vielleicht sogar dich selbst? Hast du in dir eine ungeheilte Sexualenergie? Lauter solche Fragen, die ich mir zuerst stellen muss, bevor ich überhaupt den Gedanken weitermachen kann, Sexualenergie zu nutzen. Weil sonst nutze ich Sexualenergie, aber sie dient nicht, sondern sie schadet eher. Ähm, wenn das Benutzen im Vordergrund steht. Ja, das heißt nicht, dass wenn ich Sex habe, wie es im Mainstream gelebt wird, dass ich unbedingt direkt schade. Aber es kann Energiedynamiken in Bewegung setzen, die vielleicht nicht im höchsten Wohle sind für meinen Partner und für mich selbst. Also hier ein klares Bewusstsein, ein klares Energiefeld und sich selber klar sein über seine Agenda. Das ist die Basis, bevor ich überhaupt anfangen kann, Sexualität in einem geheilten Rahmen oder als einen Heilungsrahmen zu sehen. Und selbst Kamasutra oder Tantra-Energie oder tantrische Energie oder auch Blueprint, Aktivierungsenergie, die ja auch sich mit einer Art Sexualenergie befasst, muss halt erstmal in dem Klienten oder auch in dem Heiler selbst die negativen Codes der Hypnose rund um Sexualenergie gelöst werden. Und wo Sex ist, ist keine Macht, zumindest in der reineren Form. Und wo sexuelle geheilte Energie ist, ist immer Nahrung und Klarheit. Und solange die sexuelle Energie nicht Nahrung und Klarheit bringt, ist sie gehackt. Man ist sie nicht sauber. Es sind Energien drin, die ko-kreieren aus niederen astralen Ebenen. Und dann kann Sexualität auch zu einem Missbrauchswerkzeug werden, zu einem energetischen Missbrauchswerkzeug. Und ein Teil der Sexualität, ich habe darüber in dem Earth Code gesprochen, einem Kurs, den ich gemacht habe, um zu helfen, zu verstehen, wie die falsche Matrix auf der Erde aufgebaut ist. Und ein Teil davon ist, dass Sexualität so manipuliert wird in den Seelen, dass während der Sexualität, wenn sie normal gelebt wird, wie es gezeigt wird, dass es passiert, teilweise man zu einem Portal wird für Entitäten und Egregoren aus den unteren Astralebenen. Einfach mal in zum Beispiel BDSM-Szene oder Pornografie-Szene gucken. Da ist es ganz besonders stark. Aber auch wenn zum Beispiel Partnerschaften eine gewisse Abhängigkeit gegenüber Sexualität haben, weil sie es nutzen, um irgendwas zu kompensieren. Oder vielleicht sogar mit Sexualität sich Liebe zu kaufen, Aufmerksamkeit oder Selbstliebe zu kaufen teilweise. Ähm, all diese Dinge, die für uns als normal erscheinen, wenn man nicht fragt, ist Teil dessen, dass es nicht den Menschen dient, die Sexualenergie, sondern dem niederen astralen Raum dient und weiterem Erhalt des niedrigen Bewusstseins dient. Ähm, ich denke, die Mehrheit der Menschen ist noch nicht an einem Punkt, um Sexualenergie wirklich für was Positives zu nutzen. Und ich wünschte mir, dass es soweit ist, weil dann kann man wirklich anfangen, wenn die eigentliche Sexualenergie da ist, sie als Heilung zu nehmen für den Planeten, für seine Partnerschaften, für seine Seele. Man kann sein kosmisches Selbst beginnen wieder zu fühlen über die Sexualenergien, den tiefen Kontakt mit seiner Seele wieder reaktivieren in der sexuellen Energie. Man braucht sie aber nicht dafür. Letzten Endes sind aber diese ganzen
Schönheit, die in der Sexualenergie sitzt, auch zum Beispiel neue Welten zu gebären, neue Welten zu manifestieren und in die Realitätsfabrik einzugreifen über Sexualität im positiven Sinne, um sie zu shiften, um sie zu verändern, weil währenddessen eine ganze Menge Energie frei wird, die ganze neue Welten gebärt. Das kann ich alles nicht machen im positiven Sinne, weil alles, was ich gebären wollte, sind die negativen Welten, die Entitäten, die niederen Astralwelten, die Welten, die letzten Endes unsere Welt formen, wie Politik, wie Powersysteme, Machtsysteme, Negativität. All das wird unter anderem auch durch die verdrehten Sexualhandlungen der Seelen mit manifestiert Unterbewusstsein, im Unterbewusstsein, unterbewusst. Also es ist ein sehr komplexes und sehr pikantes Thema, weil es auch sehr triggernd ist. Nicht, weil Sexualität ein Problem ist oder weil Sextalk schlecht ist, sondern weil so viel Hypnose bewusst über Sexualität gelegt wird, dass Sexualität eigentlich momentan der negativen Matrix-Erhalt dient und nicht dem Verankern neuer Welten, neuer Potenziale. Ich wünsche mir von Herzen auch hier eine wirkliche Transformation. Und natürlich, wir werden ja als Menschheit all diese Themen angehen. Und ich möchte es gerne verlinken. Du hast gesagt, Earth Code heißt der Kurs. Ich möchte dann auch da einen Direktlink hier unter unser Gespräch setzen, dass Ja. man sich das bei dir nochmal nachhören kann. Und jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch erwähnen, also wenn dir diese Art von Gespräch gefällt, dann teils gerne mit deinen Kontakten, hinterlass uns dein Like, dein Kommentar oder deine Frage. Abonniere es auch gerne hier auf Rumble oder die Lichtbotschaften auf Telegram. Und liebe Lia, was gibt es von deiner Seite, wo du sagst, um jetzt dieses Gespräch abzurunden, was möchtest du gerne noch an die Zuhörerinnen und die Zuhörer geben, wo du sagst, das wäre mir jetzt richtig wichtig, dass ihr damit aus dem Gespräch rausgeht? Ich glaube, das Wichtigste, was ich fühle hier in dem Raum, den du eröffnet hast, ist, dass die Leute an sich selbst glauben dürfen. Dass die Leute, dass jeder Einzelne tief in sich versteht, dass ihr nicht limitiert seid, aber ihr seid dahingehend manipuliert worden, zu glauben, dass ihr limitiert seid. Und die ganzen Hypnose-Codes, wie die Gesellschaft hier geformt ist und wie und was zu tun habt, zu erkennen und zu lösen und mutig zu sein, der Botschafter, die Botschafterin einer neuen Welt zu sein, durch die Verkörperung dieser neuen Welt, mutig zu sein, gegen den Strom zu schwimmen und etwas zu sagen, was vielleicht sonst nicht gesagt wird, etwas zu teilen, was vielleicht nicht geteilt wird, die aber eure Wahrheit ist und nicht anderen nachzusprechen, von denen ihr irgendwas gehört habt, sondern die Verbindung zu euch zu suchen, zu eurer Akasha, zu eurer Wahrheit, zu eurer Seele und mutig sein, das zu teilen, auch wenn es gegen den Strom schwimmt. Und wenn es bedeutet, dass vielleicht der ein oder andere euch nicht zuhören möchte. Ich bin auch mutig und sage immer, wenn ich etwas sage, Dinge, die gegen den Strom gehen. Ähm, aber letzten Endes ist es das, was es braucht, weil die Welt ist so stark in Manipulation und Hypnose, dass gar nicht mehr gewusst wird, was ist eigentlich wahr und was ist eigentlich richtig. Und dann wird noch die Menschheit dazu erzogen, gar nicht zu fragen, was ist denn richtig und gar nicht für sich selbst eigenständig zu denken. Das ist Teil der Hypnose. Ihr seid dahin hypnotisiert worden, nicht zu denken, sondern zu konsumieren und nicht mit sich selbst in Verbindung zu gehen, sondern zu abhängig zu sein von dem, was andere euch sagen. Und was ich euch einlade zu tun, ist, dass ihr beginnt, eurer Wahrheit zu folgen und mutig zu sein, eure Wahrheit zu teilen. Keine Geschichten zu erzählen, keine Lügen zu erzählen, sondern eure Wahrheit zu teilen. Weil das ist das, was es noch nicht gibt auf diesem Planeten. Und vielleicht warten ja Millionen von Menschen genau darauf, auf eure Wahrheit und nicht auf das, was irgendwo in Büchern steht, was andere gesagt haben und was ihr irgendwann mal gelernt habt. Und wirklich mutig zu sein, eure Limitierung loszulassen und zu erkennen, ihr seid nicht limitiert, aber ihr glaubt limitiert zu sein, weil ihr es glauben sollt. Und wirklich zu sagen, ja, ich glaube mir jetzt, dass ich alles machen kann und alles erreichen kann und ich helfe anderen, das zu tun. Und dann sind wir auf einem guten Weg in eine holistische Gesellschaft.
Und das wünsche ich mir zu sehen, und zwar sehr, sehr bald, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht durch einen Reset gehen. Ich möchte nicht, dass die Erde geresettet wird, und ich möchte auch nicht nochmal inkarnieren, um euch aus dem Reset dann wieder zu helfen. Da bin ich ein bisschen egoistisch. Deswegen helfe ich euch auch so gerne und möchte, dass ihr einfach in eure Kraft kommt, dass wir dieses Thema mal abschließen können und ja, wir gemeinsam in eine neue Welt gehen, die offen ist und nicht in den nächsten Reset. Wow. Danke, Lia. Danke für deine kraftvollen Insights in deine Arbeit, in deine Art zu denken, zu führen, zu fühlen, zu sprechen. Einfach alles, was dich und dein ganzes System aus